Guck mal, es wird Frühling. Hallo allerseits. Guten Morgen. Heute ist Montag, der 26. Februar. Es ist 9:30 und wir wollen heute mit euch in die Genshagener Heide. Der Rundweg ist ungefähr 10 Kilometer lang und am Ende werden wir uns noch das Schloss und den Schlosspark in Genshagen anschauen. Und euch laden wir wieder ein, uns zu begleiten. Genau, auf geht's. Genshagen liegt südlich von Berlin. Ist ein Ortsteil von Ludwigsfelde. Ludwigsfelde ist vielleicht eher ein Begriff. An dieser 400 Jahre alten Eiche führt der Weg nach links entlang des historischen Postillonwegs, einer von vielen alten Bäumen umsäumten historischen Verbindungsstraße. Und hier ist ein Naturlehrpfad, auf dem man die Bäume erklärt bekommt. Hier zum Beispiel die gemeine Kiefer. Hier haben wir die Sandbirke. Eine Rubinie. Und was haben wir da vorne? Eine Stieleiche. Die ist schon etwas größer. Kleiner Tümpel. Und hier werden die Tiere beim Baden erschossen. Vom Postillonweg geht es über den Jägerstieg auf den Heuweg, auf dem die Bauern früher das Heu nach Genshagen einbrachten. Ja, wenn die Wege auch eher breit sind, der Wald hier ist eigentlich wunderschön. Gefällt uns bis jetzt sehr. Ja. Überwiegend naturbelassen. Umgestürzte Bäume bleiben liegen, so wie sich das gehört. Lauter kleine Kiefern. Hier ist die Neuanpflanzung gegen Wildverbiss mit solchen Plastikrohren geschützt. Das wäre das Richtige für einen Garten. Zum Deko sammeln ein bisschen zu schwer. Ja, gut halt nicht.
Wir verlassen den Genshagener Busch, diesen ausgedehnten Nass- und Feuchtwaldkomplex. Und der Blick öffnet sich über weite Wiesen. Ja, hier ist nur endlich mal eine richtige Picknickgarnitur, aber die hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Und wer weiß, was das da hinten mal gewesen ist. Das ist ein richtiger Lost Place. Eine Schutzhütte. Auf der Bank kann keiner mehr sitzen. Aber hier ist noch ein oller Stuhl. Und wieder Matschepampe. Pferdeäpfel. Ja, Vorsicht. Wir sind jetzt einmal um diese ganze Wiese drumherum und müssen dahin. Das Schloss Genshagen ist ein 1878 bis 1880 errichtetes Herrenhaus im gleichnamigen ehemaligen Gutshof Genshagen. Das Schloss diente als Sitz der freiherrlichen Familie von Eberstein und wurde vermutlich auf den Fundamenten eines älteren Herrenhauses aus der Zeit um 1700 errichtet. Seit 2005 gehört das Schloss der Stiftung Genshagen Berlin-Brandenburgisches Institut für deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa, die von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Brandenburg finanziert wird. Neben der Stiftung nutzen auch das Land Brandenburg und die Bundesregierung das repräsentative Bauwerk. So trafen sich hier im Februar 2004 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und der französische Staatspräsident Jacques Chirac. Im Januar 2006 fand hier die erste Klausurtagung der Regierungskoalition unter Bundeskanzlerin Merkel statt. Um das Schloss entstand ein rund 7,5 Hektar großer Landschaftspark nach englischem Vorbild, mit einem grabenähnlichen Wasserverlauf sowie modellierten Hügeln.
Ja, wir sind zurück. Am Ende unserer Tour. Wir haben diesen Rundweg bei Komoot gefunden. Es ist nicht unbedingt der Brüller, weil man nur auf breiten Wegen geht, aber die Natur rechts und links des Weges, diese sumpfigen Wälder, Alles naturbelassen, ja. war auf jeden Fall auch schön. Und entlang der Wiese, jetzt um die Jahreszeit, auch angenehm zu gehen in der Sonne, im Sommer denn sicher nicht. Da drückt der Planet denn. Highlight ist auf jeden Fall das Schloss und der Schlosspark hier in Genshagen. Leider hat Komoot mit der Aufzeichnung irgendwie Probleme gehabt. Ich kann euch die Tour leider nicht in die Videobeschreibung stellen, aber ich werde ein Bild einblenden mit der geplanten Runde, dass ihr so ein bisschen Überblick habt. Ja, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Du auch nicht? Nee, du kennst mich doch. Gut, dann vielen Dank fürs Dabeisein und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.